Hello, 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 and good morning, our friends. Hallo, 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 guten Morgen, unsere lieben Freunde. So, yesterday you've put on the virtue of God to be merciful. Gestern hast du dich mit der Tugend Gottes bekleidet, damit du barmherzig sein kannst. And you did that as a response to being unconditionally loved and being chosen to be holy. Und das hast du als Antwort darauf getan, dass du bedingungslos geliebt und auserwählt bist, heilig zu sein. So, what virtue are we going to put on today? Welche Tugend werden wir heute anziehen? Because that's what Paul says. He says, robe yourself. That means dress yourself in the virtues of God. Das ist es, was Paulus sagt. Er sagt, kleide dich mit den Tugenden Gottes. He says, first of all, be merciful. Er sagt, dass du als erstes barmherzig sein sollst, As you endeavor to understand others. indem du dich bemühst, andere zu verstehen. My friend, many times we don't even have a clue what the other people are trying to communicate because we don't even try to understand them. Mein Freund, oft haben wir nicht einmal eine Ahnung, was die anderen Menschen uns mitteilen wollen, weil wir nicht einmal versuchen, sie zu verstehen. Think about it. The least thing that we're supposed to do, as Paul says here, we should at least endeavor to understand the people. Überleg mal, das Geringste, was wir tun sollen, sagt Paulus hier, ist, dass wir uns zumindest bemühen sollen, die Menschen zu verstehen. So, are you making an effort every day to understand other people? Bemühst du dich jeden Tag darum, andere Menschen zu verstehen? We did a whole series on communication on our mentoring Wir haben in unserem Mentoring eine ganze Folge über Kommunikation gemacht. because we have a mentoring in English, in Portuguese, and in German. Wir haben ein Mentoring auf Englisch, Portugiesisch und Deutsch. If you're interested, just contact us and we'll help you to be part of it. Wenn es dich interessiert, nimm mit uns Kontakt auf und wir werden dir helfen, damit du mitmachen kannst. So in our mentoring, I did a whole series on communication. In unserem Mentoring habe ich eine ganze Folge über Kommunikation gemacht. And as I began to study this from the perspective of God, Und als ich anfing, dies aus der Perspektive Gottes zu studieren, I found out that it is a key in communication that we make the choice to really try to understand the other person. fand ich heraus, dass es ein Schlüssel in der Kommunikation ist, wenn wir uns entscheiden, wirklich zu versuchen, die andere Person zu verstehen. And Paul says to us, as we are merciful, we should endeavor to understand other people, not only hear what they say with their mouth. Und Paulus sagt, seid barmherzig, indem ihr euch bemüht, andere zu verstehen, nicht nur hören, was sie mit ihrem Mund sagen. Think about it. This is a virtue of God. Denkt darüber nach. Das ist eine Tugend von Gott. Why is this a virtue of God? Warum ist es eine Tugend von Gott? When I was a teenager and I was walking through a very complicated time, Als ich ein Teenager war, ging ich durch eine sehr komplizierte Zeit. my parents moved the city that I was born in and grew up with and I loved so much. Meine Eltern zogen um, die Stadt, in der ich geboren wurde und aufwuchs, liebte ich so sehr. A small town with 20,000 people. Eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern. We lived in the same house with my grandparents and I loved my grandma so much. Wir lebten im selben Haus mit den Großeltern. Ich liebte meine Oma so sehr. And my dad took a job as a pastor and we moved to the second largest city in the whole country. Und mein Vater nahm einen Job als Pastor an und wir zogen in die zweitgrößte Stadt des Landes. It was very traumatic for a 12-year-old teenager that's trying to figure out life. Es ist sehr einschneidend für einen 12-jährigen Teenager, der versucht, das Leben zu bewältigen. And then at the same time, I, became an adolescent and all my hormones went crazy and together with my sexual abuse from my childhood. Und zur gleichen Zeit wurde ich ein Teenager, meine Hormone spielten verrückt und da war noch mein sexueller Missbrauch in meiner Kindheit. I lost all of my friends. Ich habe alle meine Freunde verloren. So for me, I remember the time was really, really traumatic and I struggled with a lot of stuff. Ich erinnere mich, dass die Zeit für mich sehr dramatisch war und ich mit vielen Dingen zu kämpfen hatte. But I was a Christian. Aber ich war ein Christ. And as I tried to walk and work through my struggle, and on top of that, I was in a very religious setting. Als ich versuchte, meine Schwierigkeiten durchzustehen und zu verarbeiten und obendrein in einer sehr religiösen Umgebung lebte, So I was constantly loaded with guilt and shame and condemnation when I fell into sin. war ich ständig von Schuld, Scham und Verurteilung erfüllt, wenn ich in Sünde fiel. I suddenly discovered a scripture from Hebrews 4, I believe it's verse 14 and 15, that changed my life. Plötzlich entdeckte ich eine Bibelstelle aus Hebräer 4, ich glaube, es ist Vers 14 und 15, der mein Leben veränderte. We do not have a high priest that cannot sympathize with our weaknesses. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. We have a high priest that understands
understands us. sondern einen, der uns versteht. Do you know, and as a teenager, I took so much comfort in the scripture. Und als Teenager fand ich so viel Trost in dieser Schriftstelle. When I thought that nobody understood me, I could go to Jesus because I knew he would understand me. Wenn ich dachte, dass mich niemand versteht, konnte ich zu Jesus gehen, weil ich wusste, dass er mich versteht. And I remember just the release and freedom that I found in Jesus for this simple truth that he actually understands what I'm going through. Und ich erinnere mich an die Erleichterung und Freiheit, die ich in Jesus gefunden habe, für diese einfache Wahrheit, weil er wirklich versteht, was ich durchmache. So it is a divine virtue, a divine attribute Es ist eine göttliche Tugend, ein göttliches Attribut, that God truly understands you. dass Gott dich wirklich versteht. So today I want you to just think a minute Ich möchte nur, dass du heute für einen Moment daran denkst, that you are completely understood by a God who knows every one of your weaknesses. dass du von einem Gott, der jede deiner Schwächen kennt, vollkommen verstanden wirst. You have a God that doesn't get mad when you mess up. He actually understands your weaknesses. Du hast einen Gott, der nicht wütend wird, wenn du Mist baust, sondern der deine Schwächen versteht. So once you understand that how kind and understanding God is with you, Wenn du einmal verstanden hast, wie freundlich und verständnisvoll Gott mit dir umgeht, you now need to put on the same virtue and you need to do everything to be understanding with other people. musst du jetzt die gleiche Tugend an den Tag legen und alles tun, um andere Menschen zu verstehen. Do you know, I've seen this so many times as you try to help people through their struggles. Ich habe das schon so oft erlebt, wenn du versuchst, Menschen in ihren Schwierigkeiten zu helfen. The moment that people have the feeling that you really do everything to understand them, half of the battle is already won. In dem Moment, in dem die Menschen das Gefühl haben, dass du wirklich alles tust, um sie zu verstehen, ist die Hälfte der Schlacht schon gewonnen. So my question for you is very simple. Meine Frage an dich ist also ganz einfach. Do you really know Weißt du wirklich, that you are totally understood by a God who loves you and knows everything about you? dass du von einem Gott, der dich liebt und alles über dich weiß, vollkommen verstanden wirst? Are you really sure? Bist du dir wirklich sicher? You need to convince your heart that God is not condemning, but God is understanding. Du musst dein Herz davon überzeugen, dass Gott nicht verurteilt, sondern dass er Verständnis hat. And then, once your heart really grasps how much you are loved and understood, you give that understanding to other people. Und wenn dein Herz wirklich begreift, wie sehr du geliebt und verstanden wirst, gibst du dieses Verständnis an andere Menschen weiter. Can you imagine if every Christian who is listening to this message right now Kannst du dir vorstellen, wenn jeder Christ, der diese Botschaft hört, will actually put on the virtue of God and be understanding to his Christian brother and sister? die Tugend Gottes anzieht und Verständnis für seine christlichen Geschwister aufbringt, I tell you what, I believe we will be much more attractive to the people who don't know God. dann glaube ich, dass wir für Menschen, die Gott nicht kennen, viel anziehender sein würden. So let's put on this virtue today and let's become understanding. Ziehen wir also heute diese Tugend an und werden wir verständnisvoll. It feels so good to be understood. Es fühlt sich so gut an, verstanden zu werden. Let's give this virtue freely away to others. Geben wir diese Tugend umsonst an andere weiter. See you guys tomorrow. Bis morgen!